Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns mal wieder auf W50, aber wir werden hier heute nicht die YouTuber verkloppen, so wie wir das letztes Mal getan haben. Die heben wir uns noch ein bisschen auf, obwohl wir da letztes Mal wirklich sehr gut vorangekommen sind. Nein, diesmal wollen wir mal in die Ehrenhalle schauen, und zwar ist unserer Gilde heute auch aufgefallen, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber es kann nicht allzu lange sein. Das muss wirklich 1, 2, höchstens 3 Tage oder so vielleicht her sein, dass sich hier 2 Top-Gilden auf W50 komplett aufgelöst haben. Und zwar ist das zum einen Red Wings und zum anderen Shadowhunters. Ja, und das finde ich sehr erschreckend und hat mich ziemlich überrascht, als ich davon heute Nacht Wind von bekommen habe, wie Windräder. Ja, also gut, ist jetzt nicht der beste Vergleich, aber ja, wir fahren fort wie das Auto. Und ja, auf jeden Fall hat mich das ziemlich aus der Bahn geworfen, wie ein schlechter Bowl. Ja gut, ach komm, scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall Red Wings und Shadowhunters. Das sind so die beiden Gilden, die waren vorher ziemlich stark gewesen und die sind mehr oder weniger, würde ich fast sagen, über Nacht komplett auseinandergebröselt. Falls da jemand von euch ja, drinne spielen sollte oder ihr Ahnung habt, was da genau passiert ist, das würde mich brennend interessieren. Ich habe mich schon ein bisschen erkundigt. Mir wurde gesagt, die haben sich wohl aufgelöst, aber ich weiß halt nicht, aus welchem Grund. Ich hatte gedacht, oder mein erster Gedanke war, okay, da wurden vielleicht, weiß ich nicht, da waren vielleicht ein paar Bots drin oder Leute wurden da gebannt oder so, aber davon ist wohl gar nicht die Rede. Die sind wohl einfach, ja, zerbrochen, die Gilden. Aber ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Ich hatte, das ist gar nicht so lange her, letztes Mal ein Video hochgeladen, wo wir nochmal auf den Server geguckt haben und ja, zur aktuellen Situation zur Holzfällerhütte mal verglichen haben, wie wir so stehen im Vergleich. Und da waren zum Beispiel, ihr seht das noch hier in der Rangliste, Red Wings waren hier auf Platz 7 gewesen und Shadowhunters waren hier auf Platz 9. Also die waren wirklich sehr stark. Und wenn man sich hier noch die Total Stats der Gilden anschaut, dann waren hier halt Red Wings auf Platz 6 gewesen mit 4,7 Millionen. Und Shadowhunters mit 4,1 Millionen, und das war echt stark. Also die waren ziemlich aktiv gewesen und umso mehr hatte mich das halt eben verwundert gehabt, dass sich die Gilden aufgelöst haben. Deswegen, ich weiß nicht, wie das Ganze passiert ist. Mich hat es sehr gewundert. Gerade W50 ist ja ein Server, der unglaublich aktiv ist mit sehr vielen Gilden. Und ich habe mich dann auch im Nachhinein gefragt, wo sind denn die Leute hin? Weil das ist ja dann das nächste Problem. Weil jeder der Gilden hier, die hier oben spielen, die haben einen festen Kern. Also die haben eine feste Spielerschaft mit aktiven Leuten. Allein in unserer Gilde, wir haben keinen einzigen Inaktiven in der Gilde. Und ich gehe mal davon aus, dass die Gilden hier oben, dass es da genauso aussieht. Ansonsten wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Ne? Die haben keine inaktiven Leute. Wo sind die Leute hin? Ja, vielleicht wurden hier und da ein paar Leute aufgenommen. Okay, vielleicht hatten hier und da ein paar Leute 1, 2 inaktive Spieler, die dann ausgewechselt worden sind. Aber insgesamt, wenn man sich das mal zusammenrechnet, hier sind nur noch 18 drin, hier sind nur noch 13 drin. Es sind über 70 Spieler, die einfach mal flöten gegangen sind. Ja? Die müssen sich erstmal auf die Gilden hier verteilen. So. Na klar, es kann natürlich sein, dass die Leute in etwas niedrigere Gilden gegangen sind, aber gut, ich weiß nicht, ob das mit der Sympathie der Holzfällerhütte zusammenhängt oder ob die Gilden anderssprachig sind, weil hier sind ja zum Beispiel auch viele Tschechen und so. Die Holzfällerhütte, also ich persönlich, wir hatten keine einzige Anfrage gehabt von Red Wings oder Shadowhunters, ob jemand zu uns in die Gilde möchte. Also gab es nicht. Ja? Also gab keinerlei Bewerbung oder so. Deswegen habe ich davon erst auch heute mitbekommen, als alle anderen oder als die Gilden schon komplett nichtig gewesen sind, so, ne? Also wir haben es wieder als letztes mitbekommen, so gefühlt, ne? Und umso mehr hatte mich das halt gewundert gehabt, ne?
Ansonsten, hatte ich das schon mal gehabt, wenn hier irgendwelche Gilden zerbrechen sollten, was immer sehr, sehr schade ist, muss ich sagen. Dann hat man immer mal vielleicht hier oder da eine Anfrage bekommen, ob hier vielleicht ein Platz frei wäre oder so in der Holzfällerhütte, aber gar nichts, da kam gar nichts. Ich gehe mal von aus, weil halt eben hier das eine Tschechen-Gilde ist, dass sie jetzt nicht unbedingt zu einer deutschen Gilde will. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Ich denke mal, das ist dann mehr so international. Beziehungsweise die sind, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall sprechen sie Englisch, aber wir sind ja wirklich deutsche Gilde, ne? Haben sehr auf Deutsch fokussiert, sag ich mal. Und deswegen aus Red Rings wahrscheinlich nichts. Bei den Shadowhunters weiß ich es nicht. Hier ist zumindest, scheint zumindest eine englischsprachige Gilde zu sein. Es ist so schade, das zu sehen, ne? Es verwundert mich auch bis zum heutigen Tag, weil es halt echt überraschend kam, ne? Also, wenn wir uns mal die Spiele anschauen hier, okay, hier haben wir zum Beispiel keine Pots drin. Hier sind auch keine Pots am Start. Hier haben wir zum Beispiel noch jemanden, der sieht relativ aktiv aus, der Ballerhund, scheint auch deutsch zu sein. Ja, also, ne, falls du eventuell Interesse hast, zu den Holzies zu kommen, sehr gerne mal anschreiben. Ja, wir können da sehr gerne dich da auf die Warteliste setzen, weil, ja, bei uns sind momentan ja alle Leute hier aktiv am Spielen. Generell, falls ihr auf W50 spielen solltet und das der Fall sein sollte, jetzt wie bei Red Wings oder Shadowhunters, dass eure Gilde hier aus irgendwelchen Gründen zerbrechen sollte und ihr deutschsprachig seid und jetzt nicht unbedingt in den Platz 1 bis 4 Gilden mithalten könnt ihr auch sehr gerne zu Platz 5 kommen. Wir spielen in unserer eigenen Liga. Das hatte ich ja in dem Video erwähnt, was ich euch gezeigt hatte. Und genau, ich denke mal, bei uns sind die Anforderungen noch ein bisschen niedriger als bei den 1, 2, 3 und 4 Gilden. Genau. Ja, also wir führen, wie gesagt, eine Warteliste, wo wir halt dann eben die Leute nach und nach reinholen, falls bei uns jemand inaktiv werden sollte oder aus irgendwelchen anderweitigen Gründen nicht mehr spielen möchte. Genau. Ja, deswegen, ich fand's krass, vor allen Dingen, wenn man sich die Statistik mal so anschaut, wo die Gilden standen. Im Elevator haben die, glaube ich, auch nicht so schlecht abgeschnitten. Und jetzt sind einfach mal so 2 Top-Gilden komplett zerbrochen. Hier sieht es so aus bei den Red Wings, als ob sie sich nochmal versuchen wollen zu fangen irgendwie. Zumindest laden sie hier sehr viele Spieler ein. Aber gucken wir mal einfach hier die Spieler durch. Dann sehen wir, dass, ja gut, scheinen noch ein paar aktiv zu sein hier, zumindest nach den Tränken zu beurteilen. Hier und da vielleicht mal fehlen ein paar Tränke, aber es kann halt auch Free-to-Play sein oder eine günstigere Spielweise, das weiß man immer nicht. Ne? Also hier wollen die sich wohl nochmal regenerieren. Hier hier werden nicht mal Leute eingeladen. Aber hier scheinen einige auch deutsch zu sein, ne? Aber halt eben inaktiv, keine Pots und so, kein Mount. Vielleicht hat es hier schon etwas länger an der Aktivität, hier steht auch inaktiv, gekratzt. Das weiß man immer nicht, das können halt nur Spieler aus der eigenen Gilde wissen. Deswegen, mich würde es gerne mal interessieren. Falls ihr da Bescheid wisst, schreibt es mir sehr gerne. Falls ihr auch nicht in die Kommentare schreiben wollt, dann schreibt es mir auch sonst auf Discord, weil gerade auf W50, da interessiert mich die Dynamik des Servers und der Gilden schon sehr, auch wenn ich jetzt hier nicht jeden Tag immer reingucke in die Gilden-Ehrenhalle, weil sich ja eigentlich auch nicht so viel tut. Es ist doch immer für mich schon sehr interessant, was die Gilden hier auf dem Server so machen, und weil es ja doch immer noch ein sehr, sehr aktiver Server ist. Aber ja, mich würde einfach mal interessieren, wo sind die Leute hin? Wie gesagt, die müssen sich ja aufgeteilt haben auf etwas niedrigere Gilden, weil es fehlen über 70 Leute. Und ich glaube nicht, dass von denen alle inaktiv sind. So, ne? Und wie gesagt, die Gilden hier oben, gehe ich auch von aus, dass die alle aktive Spieler haben, deswegen wo aufnehmen. Ne? Das ist krass. Also heftiges Mysterium, was sich hier auf W50 ereignet hat. Wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, weil es doch schon ziemlich hart ist. Auch gerade, dass es 2 Gilden auf einmal erwischt hat. Deswegen kam das für mich erst im allerersten Moment ein bisschen komisch vor, wie, da sind irgendwelche Bots oder sowas vielleicht gebannt worden oder so, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, dass halt 2 Gilden fast gleichzeitig, ne? Also ich habe es nicht hundertprozentig verfolgt, wann welche Gilde da auseinandergebrochen ist, aber länger als eine Woche oder so kann das auf jeden Fall nicht der Fall gewesen sein, deswegen ja, schon sehr traurig zu sehen.
man sieht dann halt auch, es kann halt jede Gilde treffen, immer, ne? Auch wenn sie wirklich einen sehr aktiven Anschein gemacht hat, so, und ja, gerade auch hier Rising Star, die waren ja auch wirklich immer unter uns. Also, ne, in dem Video, was ich euch gezeigt hatte, da waren ja so Platz 1, 2, 3 und 4, ne? Platz 1 war sehr abgeschlagen, dann 2, 3 und 4 sind sehr nah zusammen. Ist jetzt immer noch der Fall. Also der Platz um Rang 2, 3 und 4, das ist wohl eine sehr krasse Dynamik da wohl gerade im Gange. Ne, die sind relativ gleich stark im Moment. Platz 5 ist immer für uns reserviert. Also wir sind deutlich schlechter als Platz 4, aber wir sind deutlich besser als Platz 6. Deutlich, deutlich besser. Dadurch ist es unmöglich, dass wir abfallen in der Ehrenhalle. Es ist aber auch gerade unmöglich, dass wir aufsteigen. Deswegen habe ich gesagt, wir spielen in unserer eigenen Liga mit der Holzfäller Hütte. Und das Problem ist halt nur, wir holen halt von der Ehre nicht auf und bleiben relativ hart stuck zu Rang 6. Und das hat halt den Grund, dass halt eben alle Gilden von hier oben versuchen, uns halt eben anzugreifen, weil wir halt ein safes Target sind und die gegen uns nicht verlieren können. Dadurch kriegen wir halt immer auch Ehre abgezogen und deswegen sind wir ziemlich stuck auf unserer Position. Ansonsten von der Mächteverteilung her würden wir wahrscheinlich deutlich mehr Ehre haben als Platz 6. Zwar nicht so viel wie Platz 4, aber einen deutlich höheren Abstand, als es jetzt halt der Fall ist, aber dazu kommt es halt eben im Moment gerade nicht und das ist halt eben so die aktuelle Gildensituation auf dem Server hier, weswegen wir halt eben auch nicht viel mehr Ehrenabstand bekommen zu Platz 6, so das ist das Ding. Ja, aber das soll es erstmal soweit gewesen sein für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten schreibt mir sehr gerne, was da passiert ist, was ist eure Meinung dazu. Würde mich auch sehr interessieren. Wie gesagt, gerade auf W50, wo der Server doch so einen aktiven Anschein gemacht hat und von den Top-Gilden unter uns halt eben 2 starke Kontrahenten einfach mal so weggebrochen sind. Wollte ich euch das auf jeden Fall mal mitteilen. Ne? Alles klar, das war's soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.